Hallo, ich habe mir für dieses Jahr einige Ziele in Bezug auf Lesen gedacht und ich dachte, ich teile sie mit euch. Die letzten Jahre habe ich das immer im Jahresrückblickvideo gemacht, aber für 2020 werde ich kein Rückblickvideo machen, deswegen dieses Extra-Video. Wie jedes Jahr nehme ich mir vor, 50 Bücher zu lesen. Die ersten Jahre war das zu meinem Überraschen tatsächlich auch recht einfach für mich, aber im zweiten Halbjahr des letzten Jahres habe ich sehr viel weniger gelesen, weswegen, wenn der Trend so bleibt, es für dieses Jahr ein ambitioniertes Ziel sein könnte. Aber ich möchte mein Hobby Lesen weiterhin behalten und es auch regelmäßig machen. Deswegen dachte ich mir, motiviere ich mich mit so einem vielleicht ambitionierten Ziel. Beibehalten möchte ich auch, dass ich weiterhin auf die Positionierung der AutorInnen achte, also dass ich hauptsächlich Own Voice lese und dabei viel von POC, Transpersonen, queeren Personen und auch Disabled AutorInnen. Ein wichtiger Faktor, um das zu erreichen, wird auf jeden Fall das sein, dass ich mir auch Zeit nehme, Bücher zu suchen. Also dass ich recherchiere, was ich lesen möchte und dass ich nicht einfach nur das lese, was gerade da ist und so halt auch Bücher lese, auf die ich mich wirklich freue. Zusätzlich habe ich mir auch vorgenommen, dass ich mich mehr mit Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt beschäftige. Also dass ich mehr, weil die letzten Jahre ist das ziemlich kurz gekommen, einfach sehr viel mehr deutschsprachige AutorInnen lese. Dafür habe ich mir eine Liste mit Verlagen erstellt, die ich so nach und nach durchgehen möchte, um einfach ein bisschen mehr up-to-date zu sein. Äh, Wobei ich jetzt halt gerade erst angefangen habe damit. Also wenn ihr mir einen Verlag empfehlen könnt, dann würde mich das sehr freuen. Eine andere Sache, wo ich vielleicht auch ein bisschen auf Hilfe angewiesen bin, weil ich mich damit absolut gar nicht auskenne, ist, dass ich mich auch mal mit Buchpreisen beschäftigen möchte. Das habe ich bisher absolut gar nicht gemacht. Aber für 2021 habe ich mir vorgenommen, mich mehr mit Buchpreisen zu beschäftigen, um einfach vielleicht darüber neue Buchempfehlungen zu bekommen. Also wenn ihr mir einen Buchpreis, Buchverleihung, sowas halt empfehlen könnt, dann wäre ich sehr dankbar dafür. Zum anderen hoffe ich auch, dass ich an Veranstaltungen teilnehmen kann. Also letztes Jahr gab es ja auch einige Online-Lesungen, was ich ein ziemlich cooles neues Format finde. Ähm, aber ich bin auch ein bisschen optimistisch, dass es neben dem, also ich hoffe, dass das weiterhin existiert, aber dass es zusätzlich zum Ende des Jahres hin vielleicht auch Offline-Veranstaltungen geben kann. Readathons habe ich mir für letztes Jahr vorgenommen, was nicht geklappt hat. Ich werde es mir aber für dieses Jahr nochmal vornehmen. Ähm, also so ein 2-Readathon. Ich habe da auf jeden Fall den Queer Lit Readathon im Auge und vielleicht noch so ein, zwei andere Dinge. Ich will einfach probieren, ob die mich vielleicht motivieren zu lesen. Und dann macht das nämlich Spaß. Aber wenn ich merke, dass mich ein Readathon stresst, dann werde ich ihn abbrechen, weil ich möchte mich motivieren zu lesen, aber ich möchte mich nicht stressen lassen. Deswegen genau, bin ich so ein bisschen ambivalent bei Readathons. Aber trotzdem glaube ich, dass ich gute Empfehlungen über so Readathon-Listen bekomme. Deswegen will ich da trotzdem so ein Auge drauf behalten. Für Februar habe ich mir wie die letzten Jahre auch vorgenommen, dass ich im Rahmen vom Black History Month nur Bücher von schwarzen AutorInnen lese. Das hat mir die letzten Jahre sehr gut gefallen und genau, das werde ich dieses Jahr wieder machen. Ansonsten habe ich mir aber keine Zeit, also keine Themen vorgenommen, die ich zu einer bestimmten Zeit lesen will, sondern genau, schaue da einfach, was ich wann lesen möchte. Wenn ihr Empfehlungen für Bücher, für Verlage, für Buchpreise habt, dann schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Mich würde auch interessieren, ob ihr euch Leseziele für dieses Jahr genommen habt und wenn natürlich welche. Ansonsten war es das. Bis bald.